Ja, aufregend. Ich freue mich riesig, dass Sie alle da sind, sehr geehrte Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen, liebe Studierende, liebe Gäste aus der Region Stuttgart, auch von fern, Freiburg, Basel, Hamburg. Wir freuen uns sehr, dass Sie unserer Einladung gefolgt sind, zu Sirius 6.0 kennenzulernen, einen Flügel der Hände wachsen lässt. Wenn Sie jetzt erstmal so hier hingucken, denken Sie, naja, wachsen, wäre gut, er wächst auch noch ein bisschen. Das hoffen wir auch. Das ist ein Teilziel der heutigen Veranstaltung, dass wir nächstes Jahr vielleicht wieder zusammenkommen, dieselbe, ähnliche Klaviatur haben, aber wirklich in einem Konzertflügel als Wechselklaviatur. Soweit sei unsere Planung, Vision, whatever, mal vorausgenommen. Konzert und Get Together, eigentlich wäre es richtiger zu sagen Get Together und Konzert. Das Get Together, dass wir in Austausch kommen, steht ganz im Vordergrund. Sie haben das Programm gesehen. Der Kurzvortrag wird wahrscheinlich doch 30 Minuten dauern, aber dann hören Sie 4 Pianistinnen erst und später nochmal 4, also 8, die an dem Instrument, mit den Instrumenten vertraut sind, kürzer oder länger. Wir haben ja 2 Gäste aus Oxford und Berlin, die sind gekommen und haben schon Aufnahmen gemacht, innerhalb kürzester Zeit adaptiert. Und genau, wir haben Gesprächsrunden mit den Pianistinnen und dann auch eine interdisziplinäre Gesprächsrunde, sodass wir das Thema Klaviaturen in alternativen Mensuren von möglichst vielen Seiten beleuchten können. Das ist unser Wunsch und mit Ihnen ins Gespräch kommen. Wir sind wirklich auf Open End eingestellt und das kann ja auch weitergehen nach der Veranstaltung, dass Sie uns besuchen, dann mal Sirius probieren, whatever. Soweit der Blick ins Programm. Auf dem Plakat haben Sie ja gesehen, welche Pianistinnen mit dabei sind. Ich freue mich sehr, dass auch Kollegen spielen. Im Plural heißt es eigentlich heute, dass Professor Hubert Nuss spielt. Professor Peter Notsch spielt morgen die Aufnahme, er ist heute noch nicht da, er hat ein ganz kurzes Statement sich schon eingebracht, aber er ist auch mit der Thematik befasst. Und ich freue mich sehr, dass Henning Reichstadt dabei ist, Harald Schlecker als Klavierbaumeister, der die Klaviatur hier eingebaut hat, und Sonja Achka, eingesprungen für Alexander Sonderegger, der krankheitsbedingt absagen musste. Insofern sind wir da bunt vertreten. Jetzt hoffe ich, der Dank. Ich möchte mich bedanken natürlich erstmal bei allen Pianistinnen und Pianisten, die sich auf dieses Abenteuer hier eingelassen haben. Sie können sich vorstellen, wir haben einen Übflügel für alle. Also die Zeit ist jetzt nicht so, dass da jeder 3 Tage am Stück geübt hat, das ist gar nicht möglich. Ja. Viele haben jetzt nach 3 Tagen mal 1 Stunde noch geübt und adaptieren jetzt dann nachher wieder. Dank auch an die Gesprächspartner, die dann in der zweiten Gesprächsrunde auf der Bühne mit dabei sind, ans KBB, das Künstlerische Betriebsbüro, für die Unterstützung, an Frau Dürr, die die Technik heute super mit uns managt, an Rüdiger Kurz, der jetzt die ganze Zeit schon Aufnahmen macht, auch für weitere Online-Performances. Ja, und am stärksten involviert ins Projekt sind einerseits Antonia Ende, die Assistentin der Rektorin, die organisatorisch unglaublich viele Fäden spinnt und das ist immer toll. Also ganz, ganz wichtig, um heute hier zu sein und um weiterzugehen, die nächsten Schritte ins Crowdfunding und so weiter. Und meine direkte Sirius-Assistentin Silvia Molan, die in aller inhaltlicher Planung ganz eng abgestimmt ist, eigentlich seit dem ersten Tag, als Sirius hier angekommen ist. Das Motto, als ich die Chance hatte, Sirius hier in die Hochschule zu bringen, war mein Gedanke, dass wir nicht Handdaten, damit beschäftige ich mich schon lange, Musikergesundheit, Overuse-Syndrom und so weiter. Die Idee war, dass Pianisten die Erfahrung machen können, dass wir mal lauschen, was da rauskommt und dass wir von dort aus weitergehen. Und da können wir, genau, dass wir einfach direkt die Erlebnisse sammeln, frei nach Leonardo da Vinci, wie Sie es hier lesen. Erkenntnis beginnt mit Empfindung, mit Erfahrung. Da ist er, sehr schön geputzt, gleich am Anfang. Also kurz vor Corona, das heißt am Anfang ging es ein bisschen stockend, dass er auch ausprobiert wurde. In dem Flügel ist eine Lauthof-Klaviatur, das ist jetzt schon Geschichte. Lauthof hat letztes Jahr seine Tore für immer geschlossen, nach 198 Jahren.
Aber sie ist drin und genau, Herr Schlecker hat sie damals eingebaut, 6.0 Mensur. Und es ist der erste Flügel an einer europäischen Musikhochschule, der so eine verklagende Mensur hat, der also einfach zugänglich ist, dass viele ihn erproben können. Es gibt ein paar private Besitzer, vielleicht eine gute Handvoll in Europa. Auf dieses Bild kommen wir später zurück. Henning Reichstadt wird dann noch was dazu sagen. Sirius stand, als er noch nicht so hieß, mal in Korb bei Weiblingen. Jetzt überspringe ich das. Wir haben ihn hier in einen Übraum gestellt, wegen dieser Zugänglichkeit. Also nicht im Unterrichtsraum und speziell, da kommt man nicht dran, sondern sehr leicht zugänglich, auch neben ein Klavier, sodass man auch leicht testen kann, wie ist es mit dem Hin- und Her-Switchen. Genau. Die Draufsicht kennen Sie jetzt natürlich schon von den ganzen Covern von den Videos und auch jetzt von der Einladung. Sie sehen, dass eben das Besondere hier ist, dass die Klaviatur, die Tasten eben so stark abgewinkelt werden, weil alles näher zusammenrückt, und das ist ja auch die technische Herausforderung, die gar nicht ohne ist, mal vom schnellen Ein- und Ausbau mal abgesehen. Wir haben, ursprünglich hat Laukhof die Klaviatur mit schwarzen Tasten gebaut, die waren 7,8 mm breit. Wir haben gesagt, wir glauben, mit 9 mm ist es richtig gut. Und ich glaube, wir haben ein Maß getroffen, das ist die Rückmeldung der Pianisten, was echt optimal ist für diese Mensur. Dieses Video werden Sie jetzt inzwischen, glaube ich, alle kennen, das haben wir letztes Jahr gemacht. Hier der kurze Blick auf die Klaviatur, wo man eben erkennt, dass unten die Normoktave die 7 Tasten hat und oben springt so eine halbe Taste pro Oktave, das ist der Gewinn. Diese 12 mm, davon reden wir. Wir sind in Europa die ersten an einer Hochschule. In Amerika beschäftigen sich aber schon viele Hochschulen und vor allen Dingen ein Klaviaturbauer schon 30 Jahre mit dem Thema. Das ist David Steinbühler. Er hat mit Donnison, ist ein Musiker dort, die haben ab 1991 getüftelt und entstanden ist dieser DS-Standard. Der sagt, die Normgröße ist 6,5, das ist immer Inch. Die Klaviaturgröße, die wir hier haben, ist 6,0 und kleiner geht es auch noch, wenn man nochmal 12 mm runternimmt. 2018 ist aus diesem Betrieb eine Foundation geworden, also es arbeitet nicht gewinnorientiert und unterstützt sogar, dass Klaviaturen ausgeliehen werden können. Also man kann sagen, ich habe ja zu Hause einen Yamaha C7X und jetzt würde ich gerne als Institution, nicht zu Hause, für ein Jahr wirklich eine Klaviatur haben, damit viele kommen können und das erproben. Und dann kommt die Klaviatur über den Atlantik gegen die Frachtkosten und dann ist es möglich, die Erfahrung zu sammeln und dann zu sehen, wie es weitergeht. Also kauft man die Klaviatur oder wie auch immer. Sonderanfertigungen direkt für alle Flügelmodelle gibt es natürlich auch. Hier sehen Sie jetzt mal im Direkt 6.0, wie die Tasten eben auch hier abgewinkelt sind und wie sie dann eben bei 5.5 doch schon ganz schön die Kurve müssen. Das ist für Holz natürlich, da brennt dem Schreiner jetzt schon so oder dem Klavierbauer, wird es da schon ein bisschen bange, ja, ob das präzise bleibt, verbindungssteif und so weiter belastbar. Immerhin, in Amerika sind solche Klaviaturen seit 20 Jahren im Dauereinsatz, unter anderem bei Carol Leone in Dallas, Texas. Wir sind sehr glücklich, dass sie am 2. Juli zu uns kommt, uns besucht und wir mit ihr ins Gespräch kommen. Sie macht es schon so lange, dass ihr Flügel auch schon gewachsen ist. Also sie spielt eine 5.5 Klaviatur, das ist die Oktave eine Taste weniger. Also da ist die Septim, da ist die Oktave in der Septim zu greifen. Die None wird Oktaven und so weiter. Durchaus eine renommierte Pianistin, die CDs macht und so weiter, also eine Klavierprofessorin. Man sieht hier an den Beispielen, dass sie diesen Akkord, also Oktave mit einer Sechste, nicht greifen könnte an der Normklaviatur. Das ist einfach nicht möglich für sie. Ja? Das ist eine tolle Musikerin, die möchte spielen. Was spricht eigentlich dagegen? Also man kann bei ihr viel nachlesen über die ganze Entwicklung. Bemerkenswert ist auch der Dallas International Piano Competition, bei dem man als Teilnehmer wählen kann, auf welcher Klaviatur man spielen möchte. Und es gibt Teilnehmer, die spielen dann zum ersten Mal auf der 6.0 oder 5.5 und erfolgreich, ja, mit sehr schneller Adaption.
Das ist schon die Einladung voraus, das werden Sie aber nochmal mitbekommen. Ich kann gleich sagen, Sie können sich sehr gerne für ein Newsletter eintragen. Einerseits für die Einladung zu dem 2. Juli, aber auch, wenn es kommen jetzt viele Links, Sachen, die man im Internet auch in Ruhe nachgucken kann, das stellen wir nochmal zusammen und schicken Ihnen das dann gerne zu. Viele Informationen finden Sie aber auch schon auf dieser Seite, PASC, Pianist for Alternatively Sized Keyboards. Die Seite gibt es ungefähr 15 Jahre, ist so eine weltweite Community, vernetzt von Australien nach Amerika oder andersrum, von Amerika nach Australien zurück vielleicht. Und da sehen Sie auch die ganzen Universities und Schools zum Beispiel aufgelistet, die solche Klaviaturen haben. Es gibt eine Petition, die Sie unterstützen können, um der Klavierindustrie zu sagen, hey, jetzt wäre die Zeit reif. Genau, private Besitzer, die man besuchen kann, die Geschichte von Scheinbüchel und so weiter. Aus dem Kreis von PASC ist das Tretto Piano Festival entstanden. Das findet dieses Jahr zum 2. Mal statt, mit 30 Pianistinnen und Pianisten, verteilt über den Planeten. Naja, so ganz verteilt auch nicht, die meisten in Amerika. Sie sehen die hellen Sterne, das sind die Standorte von Flügeln mit 5.5 oder 6.0 Klaviaturen. Die meisten eben in Amerika. Da gibt es eine ganze Liste, wo man sieht, in Dallas gibt es 8 solche Klaviaturen in der Hochschule. Also manche haben richtig viele, da ist es im Prüfungsbetrieb und im Performancebetrieb ganz normal integriert. Und hier in Europa gibt es 2 Sterne, als Hochschule nur wir, und in Utrecht ist eine private Pianistin, die hat auch eine verkleinerte Klaviatur. Dieses Jahr wird Sirius bei diesem Tretto Piano Festival von 3 Pianistinnen gespielt, beziehungsweise sie haben schon gespielt, der Schnitt wird demnächst beginnen, jetzt gestern und heute. Sine Winter Sie hören sie nachher, Studentin bei uns, und 2 Gäste, Amelie Protscher aus Berlin, Jazzpianistin, und Mami Shikimogi aus Oxford. Ganz toll, dass alle 3 wirklich Sirius bekannt machen, die Idee weiter unterstützen und eben jetzt Recitals eingespielt haben. Sie können diese Recitals dann dort mit Tickets 5 € oder 50, wie Sie mögen, auch anhören. Heute gibt es aber schon kurze Kostproben von diesen Pianistinnen, und letztes Jahr war die öffentliche Premiere von Sirius nicht live, das ist heute wirklich zum ersten Mal, sondern eben online, weil wir bei dem ersten Tretto Piano Festival mit 3 Recitals vertreten sein konnten. Die Hochschule hat es sehr stark unterstützt. Damals waren es noch nicht 30, sondern 17 Pianistinnen, die gespielt haben aus Amerika und eben wir. Und einen Sampler von diesen 3 Recitals finden Sie inzwischen auf YouTube, da können Sie einfach mal reinspicken, Repertoire, Spielweise und so weiter. Und das komplette Recital von Sophia Weidemann ist inzwischen auch hochgeladen. Zum ersten Mal, ich weiß nicht, ob Sie es gesehen haben, ich gehe noch kurz zurück auf die Karte, da sind ein paar Sterne bei Sao Paulo. Und dass die da sind, das ist das Verdienst von Silvia Molan, ursprünglich Brasilianerin oder ist Brasilianerin. Sie hat die Initiative ergriffen und hat gesagt, da gibt es ein wunderbares Klavierhaus, was so ein Zentrum ist, wo viele hinkommen, und hat die Leute von der DS Foundation überzeugt, dass sie gesagt haben, okay, wir schicken eine Klaviatur dahin. Und die ist jetzt dort 1 Jahr lang, und jetzt werden 3 Pianistinnen dort auch teilnehmen bei dem Tretto Piano Festival dieses Jahr. Das ist eine 6.0 Klaviatur, das ist José Luis, der Eigentümer. Eine Kollegin, die sehr viel, auch eine Multiplikatorin dort, und so, das hat alles ganz gut begonnen und zeigt auch, wie das vielleicht eines Tages hier aussehen könnte. Das ist die 6.0. Vergleich zur Norm. Kommt die da rein? Natürlich schon geschickter mit 2 Leuten. Ja, das ist ja nicht ganz leicht. Original gebacken. Auf der einen und auf der anderen Seite.
und dann kann es auch schon losgehen. Und so weiter. Genau. Also, jetzt habe ich über 6.0 und 5.5 schon gesprochen. Vielleicht noch einmal so damit man diese Mensuren noch besser einordnen kann. Hier sehen Sie eine Hand, die kann eine None greifen. Ja? Und das sind 3D-Modelle, die habe ich mal so aus Demonstrationszwecke. Sie können da in der Pause auch mal probieren und einfach mal die Hand drauflegen, wie Ihre Hand wächst, auch bis 5.5. Das zweite ist dann schon etwas größer, da kann sie schon eine Dezim gerade so greifen und auf dem letzten Modell ist eine Dezim schon sehr gut erreichbar. Das erste ist die Normklaviatur, das heißt für diese Pianistin ist die None schon okay, aber mehr halt nicht und wenn was dazwischen kommt, wird es echt stressig. Das zweite ist die 6.0 Klaviatur, also das was Sirius ist, die halbe Taste pro Oktave gewinnt und das untere ist die 5.5. Ich habe das ja vorhin schon erläutert. Dazwischen liegt im Grunde noch die Barenboim-Klaviatur, die ist ja auch bekannt. Da müssten es 7,5 mm sein, die gegenüber der Norm erleichtert sind. Barenboim spielt ja seit ein paar Jahren jetzt, seit 2015 kam sein eigenes Modell raus, meine Barenboim Mayenne. Das ist sehr bekannt als Straight Strung mit den Messingseiten. Erstens Messing, kein Kupfer und außerdem geradeaus und nicht über Kreuz. Und er sagt nichts über die Mensur. Ja? Also das ist alles sehr beworben, auch mit meinem New Piano, auf dem er da spielt. Aber er sagt nicht, dass die Klaviatur eigentlich auch toll ist. Also wäre toll, er würde mal drüber sprechen. Und er hat aber nicht nur diesen neuen Flügel mit dieser Mensur, sondern wahrscheinlich auch den früheren schon in derselben Mensur gehabt. Da gibt es einen Zeitungsartikel von 2008. Josef Hoffmann hat eine Mensur gespielt, 5 mm weniger. Das hat Steinway und Sants mal Christoph Wagner bestätigt. Und er hat diese Zeichnung dafür selbst angefertigt, er war ja auch Erfinder. Und zu einer Zeit, als er ein ganz fitter Pianist war, ja, noch ganz gesund und fit. Chopin hat einen Flügel gespielt, da gibt es einen sehr schönen Ausschnitt, ich lasse Sie einfach mal reinhören. I would like to tell you a little bit more about this particular piano. It's a very special instrument. It was built in 1848 for Chopin, and it was played by him in his recital in London in 1848. It was really a challenge for me to play all this music on this piano because it is quite different from the modern piano that I'm used to. First of all, I would say the keyboard is shorter by a couple of notes on each side. That's alright, because those notes obviously are not written in Chopin's music since he didn't have them. But what is more important is that everything is kind of on a smaller scale. The keys, every key is shorter and even more narrower than on a modern piano, which means that all my distances were kind of wrong. If I would make a jump or play an octave, I was always off at the beginning by just this much, which means it's a note wrong basically. And also the worst thing that I thought for problem for me was that between the black keys also everything is narrower. So I have fingers that are certainly bigger and thicker than the one of Chopin. I got stuck all the time between the keys. So I mean all those kind of problems were interesting and I got used to it. And so I would say that despite all of those little challenges, it was a bit. Ich breche mal hier ab, and I got used to it, so ganz selbstverständlich. Also ja, schon sehr anders, stecken bleiben, andere Mensur sich verspielen, I got used to it. Ich denke, das ist eine Erfahrung, die die Pianistinnen und Pianisten eben jetzt sehr gut bestätigen können und sehr, sehr schönes Beispiel hier. Vermutlich hat also dieser Chopin-Flügel, wenn er sich so vergriffen hat, schon mehr als 5 mm weniger. Also das müsste ich jetzt noch recherchieren, das scheint deutlich zu sein. Wenn wir historisch gucken, da gibt es eine Studie von einem japanischen Forscher, der sagt, der hatte 400 Instrumente, glaube ich, nachgemessen und Cembali hatten durchaus früher schon die heutige Norm, ganz früher, dann ist es ein bisschen zurückgegangen und wenn wir jetzt hier gucken um 1800, 1820, dann sind wir eigentlich bei 6 mm weniger im Durchschnitt. Da gibt es immer noch Hüben und Drüben. Das heißt, wir sind
noch über Bahnbäumen und auch natürlich über dem 6.0. Wir denken ja auch ergonomisch, physiologisch, wir denken an die Hand und nicht nur an die Historie. Aber interessant ist, dass doch die Norm sich erst nach 1850 so langsam wieder hochgeklettert ist. Wir haben hier auch einen Flügel in der Hochschule, der liegt bei 160 mm, also hier ungefähr. Von den Mensuren zur Individualität der Hand, das ist ja der andere Partner am Instrument, und hier zu Lang Lang. I just discovered something unbelievable. Bach's hand, the 26 centimeter, 2.16 centimeter. That's unbelievable because I can do 24 centimeters. I already reach 12 keys. So his hand is 226. That means he can reach 13 piano keys. This is much bigger than what I thought. This is huge. Soweit Lang Lang, und das ist natürlich schon interessant, auch wenn man an Polyphonie und so weiter denkt. Wenn wir an Individualität denken, bei den Füßen ist natürlich ganz normal, das überspringe ich mal. Handbälle im Sport ist eine Differenzierung, Damenhandball, Männerhandball ganz normal, im Umfang, aber auch im Gewicht, der hat 100 Gramm weniger. Dazu gibt es getrennte Wertungen, wenn wir jetzt an Wettbewerbe denken. In der Musik, bei Bratsche oder Celli kennen wir das natürlich auch, Mensuren, die hier steigen in der Länge, aber auch in der Breite, Unterschiede, individuell mögliche Anpassungen. Die Hand der Musiker ist am meisten erforscht, ich würde sagen, in der Welt von Christoph Wagner. Das ist sicherlich so. Damals Musikphysiologe in Hannover. Und in diesem Buch sind auch die Daten alle dokumentiert. Diese Daten, die auch 1988 schon in Amerika publiziert wurden, teilweise aus den 60er Jahren stammen, die waren auch die Grundlage von Donnison und Steinbühler, als sie begonnen haben. Sie finden in dem Buch solche Tabellen, da finden Sie jetzt auch die 26 cm von Johann Sebastian Bach. Also das sind Prozente, wenn man bei 99 ist, dann ist noch 1% Menschen, die vielleicht noch mehr haben. Und Lang Lang würde jetzt hier bei 10%, die vielleicht noch größere Hände haben, liegen. Solche Werte finden wir jetzt bei Frauen nicht. Das sehen Sie aber noch einfacher, wenn Sie da drauf gucken. Das ist ein Messblatt mit den Werten von Männern und Frauen zusammen. Und die Messung geht dann so, dass man seine Hand da drauflegt und spannt so weit wie es geht. Und dann kann man ablesen, das ist jetzt meine Hand, im Vergleich mit Männern liege ich knapp über dem Mittelwert. Die Männer sind grau. Und im Vergleich mit Frauen gibt es aber nur noch 10%, die eine größere Spanne 1, 2 haben als ich. Also ich bin da im Vergleich zu Frauen eher übervorteilt. Spannweite 1,5 misst sich dann so, und das ist natürlich die Spannweite, die ich durch keinen Fingersatz ersetzen kann. Ich kann es nicht 1,6 nehmen, wenn es nicht reicht. Das geht bei 1,2 ja vielleicht. Und genau, so kann man sich orientieren. Jetzt schauen wir mal nicht individuell, sondern auf die Mittelwerte. Der Mittelwert der Männer liegt bei 22,5 cm. Der Mittelwert der Frauen liegt bei 20,4 cm. Also wie bei den Handbällen zu erwarten, ist es auch hier so. Das ist eine ganze Taste, knapp eine ganze Taste. Und interessant, wenn wir jetzt auch überlegen, wer auf diesem Erdball Klavier spielt, der Mittelwert der Asiatinnen liegt nochmal 6 mm drunter. Hier nochmal die beiden Männer. Natürlich sind nicht nur die Spannen 1,2, 1,5 und so weiter interessant, sondern auch Binnenspannweiten. Und das ist jetzt nochmal meine Hand, und Sie sehen, im Vergleich mit anderen ist meine Binnenspannweite 3,4. Da haben 90% es leichter als ich. Da kann ich jetzt natürlich mit Fingersätzen ganz gut drauf reagieren, aber es ist ganz gut zu wissen, warum es vielleicht auch mal spannt. Genau, man kann auch nicht messen, sondern irgendwie ein bisschen intuitiver vergleichen. Wenn Sie jetzt alle so machen, dann wird es auch sehr verschieden sein. Und wahrscheinlich gibt es wenige, die die Spanne von Arthur Rubinstein erreichen. Auch die linke Hand ist eine maximale Abspreizung. Das ist eine maximale Abspreizung. Das kommt einfach vor. Wir sind komplett verschieden gebaut. Keiner hat ans Klavierspielen gedacht in der Evolution. Und es gibt noch mehr Eigenschaften. Natürlich auch die Pronation kann hoch verschieden sein. Und wir spielen ja gar nicht so. Gesünder wäre eigentlich Akkordeon, sondern so. Und da liegen zwei Knochen übereinander. Also das ist einfach gut zu wissen. Also wir haben schon anatomisch so ein paar Komponenten, die zusammenspielen. Nochmal zurück zur Spannweite 1,5. Hier haben Sie die Daten von 473 Pianistinnen. Das ist eine australische Forschergruppe.
Und einerseits sehen Sie jetzt, dass die Frauen tendenziell kleinere Hände haben als die Männer und dass es aber auch ein paar große Frauenhände gibt und kleinere Männerhände, aber nicht so ganz kleine Männer, die gibt es gar nicht. Hier sind aber die Wettbewerbspreisträger eingetragen und die eckigen, das sind die, die national gewinnen und die runden sind die, die international gewinnen. Sie sehen jetzt schon, es gibt, je größer die Spannweite, desto mehr Preisträger. Also da unten gibt es jetzt irgendwie keine. Aber es gibt schon auch welche bei den Frauen. Aber international gibt es nur eine Frau und die hat eine Riesenhand, nämlich die von Lang. Nicht Riesenhand, eine Riesenspannweite. Nicht jede große Hand oder kleine Hand ist automatisch kleine oder große Spannweite. Okay, so viel zu den Daten. Gehen wir zu den Erfahrungen. Wir hatten Besuch im Oktober von Lionel Yu und er hat ein Video gemacht, was vor 2 Monaten erschienen ist, was inzwischen 500.000 Leute gesehen haben. Das ist eine ganz, ganz starke, er ist ein echter YouTuber, Resonanz, und ich möchte Ihnen einen kleinen Ausschnitt daraus vorstellen. It was 2 days before my concert in Heidelberg, Germany. Instead of spending the day practicing, I drove 2.5 hours to Stuttgart, Germany, to play on Sirius 6.0, Europe's only 6.0-inch octave keyboard. Ganz kurz, es ist nicht die S. Unser Sirius hat ja eine Laubhofklaviatur, es ist nicht Donnes in Steinmühle, das hat er verwechselt, aber sonst ist alles. It felt amazing. La Campanella was so much easier to play on the slightly narrower keys. And with only 2 days to go before my concert, I wanted to test the hypothesis. Will playing on a smaller sized keyboard cause me to play worse on a regular sized keyboard afterwards? As I found out during my concert, the answer is a clear no. I played better than I ever had, especially for the more difficult pieces of my program, such as La Campanella and Fight for Freedom. Playing on narrower keys taught my hands what a relaxed, unstretched position feels like, which carried over its benefits even to the regular-sized keyboard. Zu der Unstretched Hand Position hören wir einen Mini-Ausschnitt meines Kollegen Peter Notsch. Vielleicht können Sie vorher einmal die Hand ganz stark spreizen und so schnell wie möglich Ihre Finger bewegen und dann einmal nicht mehr ganz spreizen und dann so schnell wie möglich Ihre Finger bewegen. Das ist genau das, was Peter Notsch eigentlich beschreibt. Sirius hilft uns, die Handbewegung besser zu kontrollieren und die Spannung in den Handrücken besser zu spüren. Sehr pianistisch spieltechnisch ausgedrückt. Wir schauen jetzt mal von oben auf die Tastatur, weil wenn Sie von hier vorne gucken, sieht ja alles aus wie immer. Sie wissen ja gar nicht, welche Klaviatur da drin ist. Und wir sehen hier Jinzi Ju, die nachher für uns dieses Stück spielt. Und sie sagt, ich muss so anfangen und das ist schon Verspannung. Es ist zweimal eine Oktave, es ist zweimal eine Sechste mit drin. Und wenn man vergleicht hier mit dem Sirius, dann sieht man, dass sie hier die Tasten jeweils gerade so erreicht, halbe halbe. Hier ist sie aber sicher drauf. Es sieht so aus, jetzt haben wir noch ein bisschen Schatten, dass hier tatsächlich auch mehr Spannung in der Hand ist. Ich denke, das kann man sehen. Am Ende kann man weniger sehen, als man erfährt über die Erfahrung. Also wie fühlt es sich für Sie an. Ja? Aber trotzdem kann man ein bisschen was sehen und auch in der anderen Hand, in der zweiten. Also hier ist sogar eine Doppelung. Hier sehen Sie es mit einem Akkord, also quasi gleicher Griff. Der C-Moll wird oft gezeigt in dem Zusammenhang. Die Studentin hier hat auch gleich wieder angesprochen, diese Feindifferenzierung, ja? Oberstimme hervorheben, Mittelstimme leiser, das ist einfach schwieriger. Neben dem Spannungsgefühl oder durch das Spannungsgefühl. Hier sehen Sie eine Teilnehmerin vom letztjährigen Stratopiano Festival, die auf einer 5.5 Klaviatur spielt. Sie sehen, hier treibt die Norm sie auch in einen Winkel, ich nenne ihn gerne einen riskanten Winkel. Und hier ist das eine völlig andere Situation für die Hand. Ich habe schon gesagt, riskante Winkel. Eines meiner Hobbys ist ja, Studierende zu beraten oder Pianisten zu beraten, auch Profis, die an irgendwelchen Overuse-Syndromen leiden, ob das einschlafende Finger sind oder
ein heiß gelaufener Motor hier oder ein Ganglion. Und immer wenn ich sage, sagen Sie mir 5 anstrengende Stellen, dann sind 4 von 5 Stellen sehen so aus. Egal welches Symptom, das finde ich schon sehr beeindruckend. Die Frage ist, wo kommt das her? Weil wenn ich mir zum Beispiel diesen Griff hier angucke, denke ich, das könnte sie doch wirklich anders spielen, aber selbst diesen, ja, kleinen Finger nach hinten und das Handgelenk sieht schon viel gesünder aus. Die Augen geöffnet hat mir ein kleines chinesisches Mädchen bei einem Sommerkurs. Sie spielte diesen Griff in einem kleinen Schubernstück so. Und sie hatte keine andere Chance. Sie hätte dieses niemals greifen können. Das sagt mir, Hände, die noch nicht gewachsen sind für eine bestimmte Anforderung, kommen irgendwie dahin und diese Gewohnheit bleibt, auch wenn es nicht mehr nötig ist, das zu tun. Hätte sie aber eine kleinere Mensur, hätte sie vielleicht mit einer anderen Gewohnheit angefangen und wäre mitgewachsen, so wie das bei einem Kinderfagott eben auch der Fall ist. Wohin geht die Reise? Die Reise hat uns schon vor 6 Jahren, Sonja Ach kam meine Kollegin zu Kluge geführt. Wir wollten schon dort sagen, hallo, wollt ihr nicht gleich anfangen? Kluge weiß jeder, die bauen für alle tollen Firmen. Also Kluge ist der Marktführer und jetzt noch mehr, wo es Laubhof nicht mehr gibt. Ups. Und auf der Website von Kluge steht, die Menschen sind unterschiedlich auf seine Hände, es gibt die Standardbreite, die wohl zu den meisten Händen passt, aber eben nicht zu allen. Deshalb bieten wir jetzt Klaviaturen mit schmaleren Tasten an, die in jedem Instrument nachrüstbar sind. Es gibt die Möglichkeit, die weißen schmaler oder die schwarzen und so weiter, individuell. Das finde ich toll, dass Kluge jetzt, das ist noch nicht so lange, dass diese Öffnung auf der Website zu lesen ist und die Möglichkeit besteht. Nur der Satz, dass diese Standardbreite wohl zu den meisten Händen passt, das kann man wohl nicht mehr stehen lassen, nach dem, was wir gesehen haben. Sie wird wohl zu den meisten europäischen Männerhänden passen. Genau. Ganz frisch hat Kluge eine erste 5.9 Klaviatur gefertigt für Frau Schneider, die auch da sein müsste. Das ist noch was ganz Spezielles, also, weil es ein Linkshänderklavier ist. Wenn Sie dazu spezielle Fragen haben, würde ich Sie schon jetzt auf die Pause verweisen oder auf unseren Open End. Das ist nochmal ein ganz anderer Aspekt. Auf jeden Fall hat Kluge eine erste Klaviatur in dieser Mensur jetzt auch gebaut, also unter dem Barenboim-Maß. Eine 5.5 Klaviatur hat Thomas Kaduk schon vor etlichen Jahren für Karolinka de Bré in Utrecht gebaut und Steinway umgebaut. Das heißt, er kennt sich aus im akustischen Klavierbau, hat experimentiert mit sehr modernem Material, also macht viel auch mit Carbon und so weiter. Hat hier eine Janko-Klaviatur, also ist ein Tüftler, der dem traditionellen Klavierbau von vor 100 Jahren sehr, sehr nah auch ist. Die Zukunft könnte sein erster Schritt sein über einen Digital-Controller. Ich habe den bestellt, wir erwarten ihn noch dieses Jahr. Und ich habe ihn bestellt in 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Mensuren. Das heißt, hier können wir die Mensur ändern. Das bedeutet, ich habe mein Handy und gehe irgendwie drauf und dann macht der Unterbau der Klaviatur macht so oder so. Und dann muss ich die Keytops, die 88, die muss ich austauschen. Ja? Aber grundsätzlich, sein ganzer Gedanke ist ein Modular Piano, auch Spieltiefe und so weiter. Also der denkt da sehr, sehr weit. Im Moment ist jetzt auch die Phase Investoren gewinnen und so weiter. Die erste fertige Klaviatur wird hierher kommen. Und wir werden sie auch natürlich einladen. Seine Idee ist, das mit diesem Soundsystem zu verbinden. Das ist jetzt noch Zeichnung. In der Marktreife schon zu haben sind die chinesischen Klaviere von Hailun. Die haben eine Kooperation jetzt mit der DS Standard Foundation, nur für Klaviere allerdings, nur für Uprights. Aber immerhin, der chinesische Markt ist natürlich auch der Markt überhaupt. Im Jahr werden in China 400.000 Instrumente verkauft. Das ist jetzt gerade eine ganz neue Nachricht, dass Steinway zurückgeht an die Börse, weil China so toll boomt. Und überhaupt boomt natürlich, jetzt mit Corona, aber China besonders. Und die 30.000 in Amerika und vielleicht nochmal 30 in Europa sind aber nichts im Vergleich zum chinesischen Markt. Wenn Sie sich erinnern an die Hände, an den Mittelwert der Spannweite 1,5 bei den Asiatinnen, ist es natürlich schon interessant, wenn 60 bis 80% der Kinder auf diesem Erdball in China Klavier spielen.
Wohin geht die Reise bei uns? Wir hoffen, dass wir nächstes Jahr, wenn wir hier wieder zusammenkommen, vielleicht noch nicht so einen kleinen so ein Regal haben, wo 4 Klaviaturen drin sind, aber vielleicht schon mal 1 oder 2. Und dass wir dann für einen Konzertflügel auf der Bühne sagen können, der nächste spielt jetzt auf der oder übernächste auf der und Prüfungen sind so möglich und so weiter. So viel zur Einführung. Ganz herzlichen Dank dass Sie sich da so drauf einlassen. Ich freue mich, dass wir jetzt 4 Pianistinnen hören und genau, auch die Bühne frei als erstes für Invocation, was ich sehr schön und passend finde, auch um musikalisch hinüberzugehen. Vielen Dank.